Eine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion über die staatliche Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen belastet die bevorstehenden Gespräche mit der SPD über die Bildung einer Koalition. SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil spricht gar von einem Faulspiel. Die Union kontert diesen Angriff und verweist darauf, dass es durchaus legitim sei, staatlich geförderte Organisationen auf ihre Neutralität hin zu überprüfen. Hintergrund ist die gemeinsame Abstimmung der Union mit AfD-Stimmen über einen Asylantrag im Bundestag im Januar. Dies löste landesweit Demonstrationen aus, in denen nicht nur die AfD, sondern eben auch die Union kritisiert wurde. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl, Hunderttausende strömen in ganz Deutschland auf die Straßen, demonstrieren gegen das gemeinsame Abstimmen von Union und AfD zur Verschärfung des Asylrechts. Zu den Demos aufgerufen hatten zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Omas gegen Rechts oder der BUND. Pikant, einige der Organisationen, die massiv gegen die CDU mobil machten, hängen am Tropf der rot-grünen Restampel. Die Union ist empört, legt der Bundesregierung nun einen Katalog mit über 500 Fragen zur Finanzierung und Neutralität gemeinnütziger Organisationen vor, will vor allem wissen: Werden die Mittel wirklich gemeinnützig, also quasi für den Nutzen aller eingesetzt? Oder nutzt man vielleicht auch einen Teil dieser Mittel am Ende nachher, um auch durchaus parteipolitische Zwecke zu erfüllen? Das wäre nicht zulässig und danach wollen wir genau fragen. Klar ist, 23.000 € zahlten Familienministerium und Kanzleramt an die Omas gegen Rechts. Hate Aid, Hauptgesellschafter des Demo gegen Rechts-Veranstalters Campact, erhielt seit 2020 vom Familienministerium fast 2,5 Millionen € und der BUND strich seit 2023 mehr als 3 Millionen € ein. Sponsor die grünen Umwelt- und Wirtschaftsministerien. Staatsrechtler stellen klar, schlagen sich geförderte NGOs parteipolitisch auf eine Seite, verwirken sie ihre Förderfähigkeit. Der entscheidende Schritt wäre, dass die Finanzämter diesen NGOs die Gemeinnützigkeit, diesen Status der Gemeinnützigkeit entziehen. Und das hat dann gravierende finanzielle Folgen für die NGOs. Dass Merz und seine Union Klarheit über die Verwendung der Steuergelder wollen, sorgt bei SPD und Grünen für völliges Unverständnis. Haben Sie die noch alle? Wir kennen das autoritäre Playbook aus vielen anderen Ländern. Er erklärt, genau diese Zivilgesellschaft zum Feindbild will sie aus der Mitte herausschieben. Und wenn das so weitergeht, dann wird er zum Kanzler der Spaltung. Auch der frisch gewählte Fraktionschef der SPD Klingbeil, der auch die Koalitionsverhandlungen mit der Union führt, ist empört. Nachmittags erlebe ich, dass die Union genau solche Anfragen rausschickt und Organisationen, die unsere Demokratie schützen, an den Pranger stellt und in Frage stellt. Und deswegen muss die Union jetzt für sich klären, wie ernsthaft sie in Gespräche mit der Sozialdemokratie gehen will. Da ist er der erste Koalitionszoff. Und das noch bevor die neue Regierung überhaupt steht.